we had not really done weekends, but it was that weekend that we ended up. Stadien wurden von ihm erschüttert. Er zog Generationen in seinen Bann. Alles, was er brauchte, war eine Gitarre und eine Schuluniform, um eine Legende zu werden. Im Alter von 70 Jahren führt Angus Young von AC/DC jedoch ein Leben, das nur wenige vorhersehen konnten. Und es hat einige wirklich tragische Aspekte. Wenn AC/DC jemals auf deiner Playlist war, hinterlasse eine 1 im Kommentarbereich. Wenn Sie zum ersten Mal von Angus Youngs aktuellen Problemen hören, hinterlassen Sie eine 0. Schauen wir uns den Mann, der die Riffs kreiert, genauer an und erfahren wir, was aus seinem Leben geworden ist. Die aktuellen Umstände. Angus Young ist eine Ikone, nicht nur ein Rockgitarrist. Er hat AC/DC durch Jahrzehnte der Hardrock-Geschichte geführt, nachdem er die Band 1973 mit ins Leben gerufen hatte. Hinter den Kulissen jedoch wuchs der Zeitaufwand und die Popularität, während die Band den Globus umrundete. In letzter Zeit haben sich tragische Ereignisse ereignet. Im Jahr 2017 verlor er Malcolm Young, einen Mitbegründer von AC/DC und seinen älteren Bruder, durch Demenz. Neben dem Verlust seines Bandkollegen Bon Scott hat ihn in letzter Zeit auch das Ableben des Schlagzeugers Phil Rudd traurig gemacht. Und nun musst du Angus die Last tragen, meistens allein. Insider behaupten, er spiele zwar weiterhin Gitarre, führe aber jetzt ein zurückgezogenes Leben in Sydney, Australien, fernab des Rampenlichts. Menschen, die ihm nahestehen, behaupten, dass die Energie, die früher seine wilde Bühnenpräsenz antrieb, nun durch stille Traurigkeit und körperliche Müdigkeit ersetzt wurde. Und er gibt nur noch selten Interviews. Nach Aussage von Freunden hat sich Angus nie wirklich von Malcolms Tod erholt. Sie konnten nicht getrennt werden. Angus Youngs derzeitige Existenz ist alles andere als glamourös, obwohl er ein Erbe hat, das in der Rockgeschichte verwurzelt ist. Keine Arenen sind ausverkauft. Keine verrückten Partys. Nur ein Mann, der die Leute vermisst, die ihn berühmt gemacht haben. Wenn Sie mehr über Rockkünstler erfahren möchten, die hart gelebt und noch härter geliebt haben, abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht nur für Ihren Ruhm, sondern auch für Ihre Menschlichkeit anerkannt werden sollten. Mit seinen 70 Jahren ist Angus Young immer noch sehr aktiv. Eine gute Rente erhält er nicht, indem er die Musikrechte verkauft, seine Memoiren schreibt oder den Ruhestand erklärt. Stattdessen macht er weiter, nimmt seine Gibson SG in die Hand, zieht seine verblichene Schuluniform an und rennt, als ob er gegen die verbleibenden Jahre seines Lebens antreten würde. Angus kehrte 2024 mit AC/DC für die Power-Up-Tour zurück. Die erste Tour der Band seit 2016, nach einigen Jahren des Verlusts und des Umbruchs. Cliff Williams, Stevie Young, Phil Rudd und Brian Johnson standen wieder gemeinsam auf der Bühne. Aber Angus blieb der unverzichtbare Eckpfeiler der Band. Sie spielten vor Zehntausenden von Menschen, unter anderem in Wembley, Croke Park, Berlin und Rom. Zu diesen Fans gehörten sowohl neuere Hörer, die sie über Spotify-Playlists kennengelernt hatten und sich noch an das Eröffnungsriff von Back in Black erinnerten, als auch diejenigen, die sie seit High Voltage gesehen hatten. Auf der Bühne sagt Angus nur selten etwas. Kein Gebrüll, keine Reden in der Öffentlichkeit. Seine SG klingt wie eh und je wie ein Donnerschlag. Und er lässt die Gitarre für sich sprechen. Streng, fest und kompromisslos um jeden Preis. Am 37. März 2025 erreichte er eine neue Bestmarke. Es gab jedoch keine rauschende Feier, keine Ehrung durch die Medien und keine herzliche Ansprache. Als Alternative trat er bei der Eröffnungsshow der Power-Up-Tour 2025 in Minneapolis, USA, auf. Er duckte sich weiter, als hätte die Zeit ihn nie eingeholt, trug seine Schuluniform und war immer noch derselbe Angus. Noch im selben Jahr setzten AC/DC ihre Power-Up-Tour in Nordamerika fort
und machten in großen Städten wie Arlington, Nashville und Pasadena Halt. Im Juni reisten sie nach Europa und traten in Paris, Berlin, Prag und Madrid auf. In Edinburgh, Schottland, dem Stammsitz der jungen Familie, beendeten sie schließlich ihre Reise. Im Alter von 70 Jahren gab Angus immer noch jeden Abend 2-stündige Konzerte. Es gibt keine kurzen Verschnaufpausen oder Pausen. Obwohl er mehrere seiner ursprünglichen Brüder verlor, blieb er der Hauptmotivator der Band. In der Band spielten nun bekannte Namen wie Brian Johnson, der gerade eine Hörbehandlung abgeschlossen hatte, und Stevie Young, der Rhythmusgitarre spielte und Malcolms Neffe war, zusammen mit neueren Gesichtern wie Matt Lark, der Schlagzeug spielte, und Chris Chaney, der Bass spielte. Als die Lichter ausgingen, zog er sich jedoch wieder zurück, hielt sich von den sozialen Medien fern, meid Talkshows und lebte weiterhin in Sydney und Alton. Seine kontinuierliche Existenz ist der Öffentlichkeit nur durch kurze Live-Videos und verschwommene Backstage-Aufnahmen bekannt. Doch seine Abwesenheit macht seine Präsenz nur noch stärker. Angus Young ist einer der wenigen Künstler, der die von ihm gegründete Band nie verlassen hat. In den vergangenen 51 Jahren hat er sich nicht neu erfunden, keine Solokarriere verfolgt und keine Nebenbeschäftigungen aufgenommen. Er ist die Verkörperung der Beständigkeit, denn er hat sein Leben lang den gleichen Stil, die gleiche Einstellung, das gleiche Tempo und die gleiche Begeisterung beibehalten, obwohl sich die Welt mehrmals verändert hat. Sein Vermächtnis lässt sich nicht mit einer Auszeichnung messen. Obwohl AC/DC 2003 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, auf Platz 72 der Rolling Stone-Liste der größten Künstler aller Zeiten stand und von VH1 als viertgrößte Hardrock-Band aller Zeiten bezeichnet wurde, war Angus nie auf der Jagd nach Ruhm und Ehre. Er glaubt, dass die größte Errungenschaft, die er je gemacht hat, darin besteht, dass seine Riffs immer noch in Schlafzimmern, Garagen und auf kleinen Bühnen auf der ganzen Welt gespielt werden. Als Gitarrist war Angus nie besonders gut. Er ist in der Lage, 3 Akkorde explodieren zu lassen, auch wenn er keine Soli im Tempo von 40 Noten pro Sekunde spielt, keine Tonleitern vorführt und keine komplexen Variationen spielt. Er vermittelte nicht nur Arbeitern und Studenten den Eindruck, dass sie eine Gitarre in die Hand nehmen und wie er schreien könnten, sondern auch berühmten Rockstars, dass sie das Gleiche tun könnten. Die Fähigkeit, den Rock von einem Idol in Fleisch und Blut zu verwandeln, indem er ihn aus den Tempeln zurück auf die Straße zerrt, ist ein echtes Beispiel für Stärke. Viele berühmte Persönlichkeiten haben sich in der heutigen Zeit zurückgezogen, sind verschwunden oder leise in den Hintergrund getreten. Doch Angus Young steht immer noch auf, spielt und schaut Tausenden von Menschen in die Augen, als ob er auf seiner ersten Tournee wäre. Da er nie vergessen wurde, müssen uns die Medien nicht an seinen Namen erinnern. Sein Vermächtnis muss nicht umgeschrieben werden, da er nie aufgehört hat, es zu produzieren. Angus Young war ein Musiker, der nur Musik machen wollte. Er hatte kein Interesse daran, eine Legende zu werden. Er wurde jedoch zu einer lebenden Legende, da er immer nur spielen wollte, und zwar auf natürliche Weise und ohne seine Gefühle jemals in Worte fassen zu müssen. Er schloss sich nie einer anderen Band an, änderte nie seinen Musikstil und brauchte in den mehr als 50 Jahren nie eine Erinnerung, um bekannt zu werden. Angus Young ließ es sich nicht nehmen, seine Schuluniform anzuziehen, die Bühne zu meiden und die Riffs zu spielen, die Millionen von Menschen dazu brachten, aufzustehen und zu applaudieren. Selbst als sich die Welt veränderte und viele Künstler, die einst legendär waren, in den Hintergrund traten, nicht durch seine Worte, sondern durch seine rohe, ursprüngliche und feurige Gitarre, ist er das schlagende Herz einer langsam verschwindenden Zeit. Das ist genau die Eigenschaft, die ihn zeitloser macht als jede durch Hype und Schlagzeilen erzeugte Größe. Angus Young erinnert daran, dass der stärkste Nachhall oft von leiseren Stimmen kommt. Selbst in einer Welt,
in der der Rock viel von seiner Leidenschaft und Aufrichtigkeit verloren hat. Es ist möglich, dass er sich irgendwann von seinen Auftritten zurückzieht. Aber bis dahin und wahrscheinlich noch lange danach werden seine Riffs in den Garagen von Teenagern, in den Kopfhörern einsamer Menschen und in den Herzen dieser Menschen, die nicht mehr jung sind, aber nie wirklich gealtert sind, weiterhallen. In einer Zeit, in der der Rest der Welt so gut wie vergessen hat, wie es ist, Feuer zu haben, ist es Angus' Fähigkeit, mehr als nur Gitarre zu spielen, die die Flamme des Rock'n'Roll hell brennen lässt. In seinen frühen Jahren hatte er sich schwer getan, bevor er diese Position erreichte. Frühes Leben. Angus MacKinnon Young wurde am 31. März 1955 in Glasgow, Schottland, geboren, einer trostlosen Industriestadt, in der Kinder inmitten von Kohlenrauch, verschlossenen Geschäften und nebelverhangenen Straßen aufwuchsen. Seine Familie lebte in der Scariver Road 6 im Arbeiterviertel Cranhill, das für seine hohe Arbeitslosenquote, gewalttätige Schulhöfe und die Vorstellung, dass Kinder schnell erwachsen werden müssen, um nicht erdrückt zu werden, berüchtigt ist. Angus war das jüngste von 8 Geschwistern. Sein Vater, William Young, war während des Zweiten Weltkriegs in der Royal Air Force gewesen, bevor er unter anderem als Postbote, Asbestschneider und Fabrikarbeiter arbeitete, um die Familie zu unterstützen. Seine Mutter Margaret war eine starke jüdische Frau, die ihr Leben der Erziehung ihrer Kinder in einem bescheidenen Haus ohne Heizung oder Kühlschrank widmete und oft nur eine volle Mahlzeit pro Tag zu sich nahm. Ihre Familie war ständig von Musik umgeben, selbst im Angesicht der Herausforderungen des Lebens. Angus' ältere Brüder, Stephen, Alexander, George und Malcolm, waren alle Musiker. Alexander verfolgte eine Karriere als Musiker in Europa, George wurde als Produzent und Mitglied der Easy Beats bekannt. Und Malcolm, sein engster musikalischer Weggefährte, gründete später zusammen mit Angus AC/DC. Als Angus sie zum ersten Mal anfasste, war es keine Gitarre. Um seinem jüngeren Bruder beim Erlernen des Musizierens zu helfen, hatte George ein altes Banjo neu bespannt. Später gelang es der Mutter, genug Geld zusammenzukratzen, um Angus eine gebrauchte Akustikgitarre zu kaufen. Nicht, weil sie reich waren, sondern weil sie verstanden, dass die Musik die einzige Möglichkeit war, den Kindern ihrer Familie eine neue Existenz zu ermöglichen. Angus hatte nie eine musikalische Ausbildung. Abgesehen von einer Unterrichtsstunde bei seinem Bruder Alexander erhielt er nie eine Ausbildung. So brachte er sich selbst durch Besessenheit, mit der Hand und nach Gehör bei. In seinem kleinen Schlafzimmer verbrachte er Stunden damit, jeden Akkord und jedes Riff zu üben, bis seine Fingerspitzen bluteten. Die Gitarre wurde sein einziger Trost in einer lauten, kalten Welt. Als Angus 1963 8 Jahre alt war, traf die junge Familie die entscheidende Entscheidung, nach Australien zu ziehen. In der Fernsehwerbung wurden einkommensschwache Haushalte aufgefordert, auf der Suche nach einem besseren Leben in die südliche Hemisphäre umzuziehen, nachdem Glasgow seinen schlimmsten Winter überhaupt erlebt hatte. Die Youngs ergriffen die Chance, als wäre es ein Glückstreffer. Nach einer langen Reise landeten sie in Sydney mit kaum mehr als ein paar Gepäckstücken und zerbrechlicher Hoffnung. Die Familie wurde vorübergehend in der Villawood Migrantenherberge untergebracht, einer Stahlbarackenähnlichen Gemeinschaft, die später zu einer Haftanstalt für illegale Einwanderer werden soll, in kleinen Metallunterkünften, die im Winter kalt und im Sommer brütend heiß waren, teilten sie sich Küchen und Bäder mit zahlreichen anderen Familien. Wieder einmal rettete die Musik sie. George Young, Angus' älterer Bruder, und Harry Vander, ein holländischer Einwanderer, der ebenfalls in Villawood wohnte, gründeten die Easy Beats, Australiens erste bemerkenswerte Rockband jener Zeit. George' Erfolg hatte eine besonders tiefgreifende Wirkung auf 2 stille, zurückhaltende junge Männer, Malcolm und Angus, die eine dramatische Veränderung durchmachten, als sie eine Gitarre in der Hand hielten. Die Familie zog später
in die Burleigh Street im Stadtteil Burwood von Sydney. Nach der Burwood Primary School besuchte Angus die Ashfield Boys High School, aber er wurde nie in der Schule angenommen. Außer im Kunstunterricht war er in jedem Fach unzufrieden. Im Alter von 15 Jahren verließ Angus die Schule und betrat die Welt der erwachsenen Märche mit ein wenig Geld aus Druckjobs und einer unerfüllten musikalischen Sehnsucht. Dann tauchte seine erste gebrauchte Gibson SG in dem kleinen Zimmer auf. Er hatte sie in einem nahegelegenen Musikgeschäft gekauft. Angus hat die Musik nie aufgegeben und er würde sie später als seinen Lebenspartner bezeichnen. Frühes Berufsleben. Als Angus Young im Alter von 15 Jahren die Schule abbrach, hatte er keine Referenzen, keine Mentoren und niemanden, der ihn in seinen musikalischen Bestrebungen unterstützte. Aber er besaß eine alte SG-Gitarre, jahrelanges improvisiertes Banjo-Spiel und vor allem eine Faszination für Klänge. Er legte Nachtschichten in einem Schlachthof ein, reparierte Lettern in einer Druckerei und wurde sogar zum Gegenstand eines seltsamen Gerüchts, wonach er einmal für ein Erwachsenenmagazin gearbeitet habe, was Angus später mit einem Anflug von Irritation dementierte. Das Einzige, was ich gedruckt habe, waren Buchstaben, keine Menschen. Nichtsdestotrotz widmete er sich jeden Abend dem Gitarrenspiel, experimentierte mit verschiedenen Tönen und entwickelte seinen eigenen Stil, der sich durch straffe, bissige Akkorde auszeichnete, die einem Hammer ähnelten, der auf Stahl schlägt. Anfang der 1970er Jahre begann Angus mit kleinen Bands aufzutreten, darunter Kentucky, eine lokale Rockband mit wechselnder Besetzung. Die Band änderte schnell ihren Namen in Tantum, wobei Angus die Leadgitarre spielte und weitere Mitglieder wie Bob McGlynn, Trevor James und Mark Snedden hinzukamen. Auch wenn die Band nie bekannt wurde, gewann Angus dort an Bühnenpräsenz und lernte, wie man eine Band mit Rhythmus, Augenkontakt und purer Energie führt. Der eigentliche Wendepunkt war jedoch, als Angus und sein Bruder Malcolm beschlossen, sich der Marcus Hook Roll Band anzuschließen, einem kurzlebigen, aber wichtigen Projekt mit George Young und Harry Vanda. Die jugendliche Band erhielt ihren ersten großen Durchbruch in der professionellen Musikindustrie, als sie das kommerziell erfolglose Album Tales of Old Granddaddy veröffentlichte. Angus nickte zustimmend. Margaret, ihre Schwester, bemerkte den Namen A. C. schnitt zu D. C. Er wurde gewählt, um ihn als Zeichen für Kraft, Elektrizität und ewige Energie auf der Rückseite einer Nähmaschine zu verwenden. Wenn man bedenkt, dass keiner von ihnen damit gerechnet hat, eine der explosivsten Bands der Musikgeschichte zu werden, macht das durchaus Sinn. Zu dieser Zeit war Angus keine bekannte Figur. Er probierte auf der Bühne verschiedene Outfits aus, darunter Spider-Man, Cowboy und sogar den verkleideten Superhelden Super Ang. Dann fiel Margaret etwas Merkwürdiges ein. Warum nicht in Studentenkleidung? Also tat er es. Zuerst nur, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber niemand konnte vorhersehen, dass die Gruppe zu seinem prägenden Sound werden würde. Ein Kind, das nie erwachsen wurde und mit seinem Gitarrenspiel Blitze erzeugt. Mädchen, darf ich neben dir sitzen? Sänger Dave Evans nahm A, C, D, C, den Debütsong auf, aber er hinterließ keinen Eindruck. Erst als Bon Scott hinzukam, nahm die Band richtig Fahrt auf. A, C, D, C wurde wegen seiner rauen Stimme und seiner rebellischen Persönlichkeit zu dem, was es war. Zu diesem Zeitpunkt waren Angus' alte Gibson SG, seine Schuljungenkleidung, sein Chuck Berry-artiger Entengang und sein explosives Spiel auf der Bühne nicht mehr wegzudenken. Im Jahr 1975 wurde A, C, D, C das erste Album High Voltage in Australien auf den Markt. Es war unmöglich, sich vorzustellen, dass eine schmutzige, obszön geriffte und unlogisch getextete Platte von jungen Musikern mit Migrationshintergrund der Anstoß für eine weltweite Rockrevolution sein würde. Von einem kleinen Schlafzimmer in Burwood bis zu ausverkauften Konzertsälen, von einem sechsseitigen Banjo
bis zur Hochspannung. Schweißgetränkt und entschlossen hatte Angus Young die ersten Schritte auf dem Weg zu einer der lebenden Legenden des Rock'n'Roll gemacht. Beruflicher Erfolg. Das Radio war nie dazu gedacht, sich zu freuen, wenn AC/DC zusammengestellt wurde. In ihren Kompositionen gibt es weder reiche Harmonien noch Liebeslieder oder Balladen. Ihre einzigen Instrumente waren Gitarren, Schlagzeug, ein kleiner Wirbelwind namens Angus Young und eine Stimme, die wie eine sich drehende Maschine klang. Von ihrem 1975 in Australien veröffentlichten Debütalbum High Voltage bis zu ihren späteren Alben TNT und Dirty Deeds Done Dirt Cheap haben AC/DC mit einer scheinbar einfachen Formel die Grenzen des Hardrocks immer weiter aus. Es gibt nicht viele Akkorde, doch die Energie ist groß. In einer Zeit, in der viele Bands nach musikalischer Komplexität strebten, war AC/DC lieber auf Bauchgefühl und Rohheit. Seltsamerweise erwies sich das als ihre ganz eigene Identität. AC/DC machten 1976 einen großen Schritt in Richtung internationaler Ruhm, als sie bei Atlantic Records unterschrieben. Allerdings war ihre Musik aufgrund der schlechten Tonqualität und der übermäßigen Lautstärke für das Unternehmen zunächst uninteressant. High Voltage war chaotisch und unverkäuflich, so die Aussage der Verantwortlichen, die daran gearbeitet haben. Hätte Produzent Phil Carson nicht aus dem Bauch heraus entschieden, wäre es wahrscheinlich, dass AC/DC schon früh in ihrer Karriere begraben worden. Powerage erschien 1978, während Let There Be Rock 1977 herauskam. Ein Beispiel dafür, wie sie Religion in eine Rockmetapher verwandelt haben, ist Let There Be Rock. Es gab ein Geräusch und der Mann sagte weiter, es werde Klang. Mit seinen stampfenden Rhythmen, wütenden Tönen und seiner Mittelfinger-Attitüde war Powerage die Platte, die den Ungehorsam über den Kummer des Punk oder die Schönheit des Prog-Rock erhob. Die Anwesenheit von Angus Young als treibende Kraft hinter jeder Platte war ein entscheidendes Merkmal. Malcolm war dafür verantwortlich, ein Fundament zu schaffen, das so solide wie Beton war, während Angus der Funke war, weil er unberechenbar, flammend und explosiv war. Aus ihm drangen die Schreie einer gut gewarteten Maschine. AC/DC schrieben 1979 Geschichte, als Highway to Hell veröffentlicht wurde. Es war das erste Mal, dass die Band dazu gedrängt wurde, jeden Teil hunderte von Malen zu spielen, bis er messerscharf war. Die Platte wurde von Robert Mutt Lange produziert, der für seine Präzision und seinen unnachgiebigen Studiostandard bekannt ist. Und das Ergebnis ist ein zeitloses Meisterwerk. If You Want Blood schien die Lautsprecher zu sprengen, und jeder Gitarrenton von Girls Got Rhythm wurde in Flammen gehüllt. Die Titelmelodie des Albums, Highway to Hell, wurde zu einem zeitlosen modernen Rock'n'Roll-Klassiker. Dennoch birgt jeder Gipfel das Risiko eines Absturzes. Am 9. Februar 1980 starb Bon Scott, der jähzornige und ungestüme Sänger der Band. Nach einer Nacht mit übermäßigem Alkoholkonsum. In einem Auto in London wurde er ohnmächtig. Sein Tod am 19. Februar war mehr als nur ein Todesfall. Es war ein Schlag ins Mark der Band. Angus konnte es nicht fassen. Er sprach nicht mit den Medien und trat nicht in Erscheinung. Für einen kurzen Moment war er einfach verschwunden, als hätte er etwas von seiner Identität verloren. Es war die Aufgabe der AC/DC zu entscheiden, ob sie sich auflösen oder wiederbeleben sollte. Letzteres geschah eher um Bons Willen als aus geschäftlichen Erwägungen heraus. Malcolm sagte bekanntermaßen, dass Bon gewollt hätte, dass wir weitermachen. Angus und die Band holten sich den Sänger Brian Johnson von der Band Geordie. Johnsons Stimme hatte genug Gefühl, um einfache Zeilen in hirnzerfetzende Geschosse zu verwandeln, auch wenn sie so metallisch war, dass sie wie ein Donnerschlag schreien konnte.
Als sie auf den Bahamas ankamen, gingen sie ins Studio. Obwohl es draußen stürmte, blitzte und donnerte, behauptete Angus, dass Bon die Show aus der Hölle beginnen würde. Ursprünglich sollte Back in Black als Chronik von Beerdigungen dienen. Auf dem Cover gibt es keine Bilder oder Tricks. Im Gegensatz dazu war es der aufrichtigste Abschied, der jemals von einem verstorbenen Bandmitglied genommen wurde. Eine läutende Glocke und eisenschwere Akkorde waren die ersten Klänge von Hell's Bells. Du hast mich die ganze Nacht lang mit einer Mischung aus explosiver Energie und Sinnlichkeit geschüttelt. Shoot the Pleasure War, ein Spiel, das mit einer Hochgeschwindigkeitskugel gespielt wurde. Ein Markenzeichen in der Geschichte der Musik war das kraftvolle und knackige Riff in Back in Black. Michael Jacksons Thriller ist das meistverkaufte Album aller Zeiten, während Back in Black das zweitmeistverkaufte Album ist. Über 50 Millionen Exemplare wurden verkauft. In den 1980 und 1990 Jahren kamen neue Trends auf. Zu den Musikgenres gehören Industrial Rock, Grunge und Glam Metal. Aber A, C, D, C haben nicht dasselbe getan. Fly on the Wall wurde 1985 veröffentlicht. For Those About to Rock erschien 1981 und The Razor's Edge 1990. Sie alle stehen nach wie vor fest zu ihren Überzeugungen. Keine Kriecherei, kein Schnickschnack, fest und kompromisslos. Angus gelang eines der bemerkenswertesten Comebacks in der Rockgeschichte. Trotz der ständigen Vorwürfe der Medien, sie würden sich wiederholen. Angeblich haben wir 11 Alben gemacht und sie klingen alle gleich. Das ist nicht richtig. Wir haben jetzt 12. Angus Young war immer noch wie ein Schuljunge gekleidet, spielte immer noch auf seiner Gibson SG, lief immer noch wie ein Kind, das aus der Schuh springt, um einen Blitz zu verfolgen. Er stand still, während sich die Welt um ihn herum veränderte und die Leute sich immer wieder umdrehten, um ihn anzustarren. Nach einer 8-jährigen Pause hat R.C.D.C. 2008 mit der Veröffentlichung von Black Ice zurück, einem Album, das in 29 Ländern die Spitze der Charts erreichte. Die Tournee gilt als eine der erfolgreichsten der Musikgeschichte und spielte insgesamt über $440 Millionen ein. Nach der Veröffentlichung des Albums Rock or Bust im Jahr 2014 musste Malcolm seine Rolle in der Band aufgeben, nachdem bei ihm eine Demenzerkrankung diagnostiziert worden war. Doch Angus blieb hartnäckig und wurde diesmal der letzte Soldat, der die Band nach vorne brachte. Angus Young strebte sein Leben lang nicht nach Ruhm. Er schnappte ihn sich von hinten. Mehr als 50 Jahre lang hat er nie seinen Ton, seine Haltung oder seinen Vortragsstil geändert. Dadurch war er irgendwie widerstandsfähiger als alle anderen. Unausgesprochene Ängste, Tragödien und Malcolms Tod. Malcolm Young selbst stand nie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Er war in keiner Weise auf den Albumcovern zu sehen. Jede Folge begann mit einer anderen Stimme als seiner. Angus behauptet jedoch, dass Malcolm die treibende Kraft hinter der Gruppe war und den Grundstein für jedes einzelne Riff, jedes Arrangement und jeden Schlagzeugbeat gelegt hat, den A.C.D.C. je produziert hat. Sie brauchten wirklich nicht viel zu sprechen. Man wusste, was der andere dachte, fühlte und spielte, indem man ihn einfach ansah. Die beiden Brüder waren in der Lage, die Akkorde mit einem Nicken zu wechseln, obwohl sie vor Zehntausenden von Menschen auftraten und von strahlenden Lichtern umgeben waren. Das Einzige, was ich tue, ist, Malcolm anzuschauen. Angus hat einmal gesagt, es ist mir egal, was das Publikum entscheidet. Wenn er mir zunickt, weiß ich, dass ich es richtig mache. 2014 war das Jahr, in dem alles begann, Anzeichen des Zerfalls zu zeigen. Malcolm, der älteste Bruder der Band und einer ihrer Mitbegründer, begann, Teile seines Gedächtnisses zu verlieren. Dazu gehörten Akkorde, Texte und sogar Dinge, die in der Vergangenheit ein Teil seines Körpers gewesen waren. Demenz im Frühstadium ist eine schreckliche Krankheit.
die einer Person nach und nach ihre grundlegenden Eigenschaften raubt und darüber hinaus zu Gedächtnisverlust führt. Es wurde festgestellt, dass der Patient an dieser Krankheit litt. Die Ereignisse entfalteten sich vor Angus' Augen, Stunde um Stunde und Tag um Tag. Darüber hinaus war es der schwierigste Teil. Es war nicht der Akt des Sterbens selbst, der am quälendsten war. Der Grund dafür war der allmähliche Rückzug des Bruders, den ich zuvor gekannt hatte. Es war Malcolms Entscheidung, die Band, mit der er auftrat, zu verlassen. Er holte seinen Neffen Stevie Young ins Boot, nicht weil er einen vergleichbaren Ansatz wie Malcolm verfolgte, sondern weil er zur Familie gehörte. Es war allgemein bekannt, dass Malcolms Schuhe niemals durch eine andere Person ersetzt werden konnten. Auf der kontinuierlichen Tournee, auf der Angus sich befand, gab es eine Reihe von Aktivitäten, wie jetzt, in Tengang über die Bühne, Gitarrenspiel und das Tragen der Schuljungenkleidung. Andererseits vermied er Interviews mit den Medien, war abseits der Bühne eher zurückhaltend und sprach nur manchmal über Malcolm. Nicht, weil es an Wärme mangelte, sondern weil die Intensität dieser Art von Schmerz nicht angemessen in Worte gefasst werden konnte. Das war der Grund. 18. November 2017 verstarb Malcolm. Er starb an diesem Tag. Im Alter von 64 Jahren war er. Die Familie und die Band gaben eine direkte und aufrichtige Erklärung ab, um kein Aufsehen in der Presse zu erregen. Die Ehre, die Angus erwiesen wurde, war nicht besonders umfassend. Bei der einzigen Gelegenheit, bei der er interviewt wurde, machte er eine einzige Bemerkung, die dazu führte, dass alle aufhörten zu reden. Als Malcolm starb, hatte ich das Gefühl, dass ich mindestens einen Arm verloren hatte. AC/DC hingegen blieb dank Angus von dieser Tragödie verschont. Im Jahr 2020 brachte er die überlebenden Mitglieder der Band wieder zusammen, darunter Cliff Williams, Phil Rudd und Brian Johnson, die Band scheinbar alle irgendwann für immer verlassen hatten. Sie arbeiteten gemeinsam an der Produktion eines brandneuen Albums, das den Titel Power Up trug. Diese CD sollte keinen Neuanfang markieren, sondern vielmehr als letzte Hommage an Malcolm dienen. Das Lied Through the Mists of Time in Form eines Briefes zu schreiben, war die ursprüngliche Absicht. Die Tatsache, dass ich keine bestimmten Personen genannt habe, ändert nichts an der Tatsache, dass sich jedes einzelne Lied und jedes Foto wie eine Art stille Beschwörung durch den Nebel der Erinnerung anfühlt. Stellt euch vor, wie sich euer Schatten durch die Dunkelheit der Nacht bewegt, spürt, wie eure Seele in der Luft schwebt und begleitet mich auf meiner Reise durch die Nebel der Zeit. Obwohl die Welt die Stimme seines Bruders nicht mehr hören konnte, kommunizierte Angus weiterhin mit Malcolm durch jede einzelne Note. In einem Sektor, in dem es viele Skandale und Unruhen gab, war die Beziehung zwischen den beiden jungen Männern etwas ganz Besonderes. Das Einzige, was es gab, war eine ruhige Hingabe, die bis zum Ende anhielt, und zwar ohne irgendwelche Spielereien oder Garantien. Angus, ein jüngerer Bruder, der auftritt, um das Andenken an seinen verstorbenen Bruder zu ehren, hatte zu keinem Zeitpunkt seines Lebens Interesse daran, ein Rockstar zu werden. Dennoch hat er mit seinem stillen Leiden, seiner beharrlichen Loyalität und seiner würdevollen Gelassenheit im Angesicht des Verlustes die Rockmusikbranche nachhaltig beeinflusst. Durch seine Verwandlung wurde er zu etwas, das man nicht wiederholen kann, das Leben und die Erfahrungen eines Einzelnen. Wenn Angus Young auf der Bühne erscheint, ist er ein Wirbelwind. Er geht auf seinen kleinen Beinen, rennt wild umher und schwingt sein SG, als ob er Blitze vom Himmel holt. Sein Auftritt ist voller Lebensfreude. Andererseits wird das Gerät von der Steckdose getrennt und der Beifall nimmt ab, wenn das Licht ausgeht. Es gab nie eine Phase in seinem Leben, in der er in luxuriöse Hotels ging, Partys besuchte oder versuchte, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als er sich in den Schatten zurückzieht, kehrt er zu seiner eigentlichen Persönlichkeit zurück. Ein Mann, der zurückhaltend und ruhig ist und es vorzieht, zu Hause zu bleiben,
Dies steht in krassem Gegensatz zu dem Bild eines Rockstars, das viele Menschen auf der ganzen Welt haben. Angus beschloss, im Jahr 1980 den Bund der Ehe mit der Niederländerin Ellen van Lockham zu schließen, als die Band AC/DC ihren ersten großen Höhepunkt erreichte. In den mehr als 4 Jahrzehnten, in denen sie zusammen sind, gab es keine öffentlichen Skandale oder dramatischen Eingeständnisse. Vielmehr haben sie in dieser Zeit eine unkomplizierte Verbindung aufrechterhalten. Am Anfang lernten sie sich durch einen gemeinsamen Kumpel in Europa kennen. Ob das Paar über den roten Teppich schreitet, ob sie Eltern sind oder nicht, oder ob sie intime Bilder posten, ist unklar. Ellen hat die Entscheidung getroffen, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Und Angus ist mit ihrer Position zu 100% einverstanden. Reine Liebe braucht seiner Meinung nach keine Manifestation. Um verstanden zu werden, das Paar teilt seine Zeit auf 3 verschiedene Wohnsitze auf. Eine kleine Wohnung in Glasgow, wo Angus seine Kindheit verbracht hat, ein großes Haus in Alton in den Niederlanden, wo Ellen geboren wurde, und eine Villa in Kangaroo Point, die sich in Sydney befindet, da er in der Lage sein will, sich vom Rest der Welt zu entfernen. Wenn er nicht auf Tournee ist, wurde jeder Ort mit dem Gedanken an Isolation geschaffen. Es ist kein glamouröser Job, aber er kann ihn ausüben, da er weit genug von der Stadt entfernt ist. Ein Weinkeller, eine große Rasenfläche, ein Leseraum und ein privates Studio sind nur einige der Annehmlichkeiten, die das Paar in seinem Haus in Alton eingerichtet hat. Da Angus keine alkoholischen Getränke konsumiert, gibt es dort auch keine Getränke. Angus ist ein Mann, der nie Alkohol getrunken hat, obwohl er der Frontmann einer der bekanntesten Bands in der Geschichte der Rockmusik ist. In der Zeit, in der der Rest seiner Band mit Problemen wie Unfällen, Rehabilitationsmaßnahmen und Tourabbrüchen zu kämpfen hatte, musste er sich mit Schokomilch und Tee begnügen. Zigaretten sind die einzige Droge, nach der er jemals süchtig geworden ist. Und er hat es nie geschafft, auf sie zu verzichten. Und obwohl Angus eine beeindruckende Sammlung klassischer Automobile besitzt, fährt er nicht sehr oft mit seinem Fahrzeug. Es gibt 4 Autos, die aus den 1930er Jahren stammen, ein Bentley mit einem 4,5 Liter Motor, ein Rolls-Royce Phantom, ein Ford Modell 48 und ein Ferrari 458 Italia. Wie bei ihm hatte jedes von ihnen eine tiefe Verbindung zu Geschichte und Symbolik. Trotzdem gelingt es Angus, dem Rampenlicht auf der Bühne auszuweichen. Die sozialen Medien sind kein Ort, an dem er sich engagiert. Interviews sind etwas, das er verabscheut. Es gibt keine einzige Talkshow, die er moderiert. Sein Lebensstil ist so bescheiden, dass man den Eindruck hat, er verbringe die meiste Zeit hinter dem Vorhang versteckt. Neben seiner Leidenschaft für Jazz, insbesondere für Louis Armstrong, ist er auch ein interessierter Künstler, der gerne mit Öl arbeitet. Seine originale SD-Gitarre, die durch schwitzende Finger beschädigt, verfärbt und verzogen ist, befindet sich in seiner privaten Kammer, umgeben von Fotos seiner Familie. Andererseits wurde sie nie in einer Vitrine vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt. Nicht ein einziges Mal. Angus hält die Anzahl der Tourneen, Preise oder Bewunderer nicht für ein Mittel zur Bestimmung des Erfolgs. Die Fähigkeit, sein Leben so zu leben, wie man ist, ohne es vor anderen Menschen verteidigen zu müssen, ist der Schlüssel zum Erfolg oder zum Glück. Auch wenn der Rest der Welt ihn für eine Legende hält, sieht er sich weiterhin als den unreifen Jugendlichen, der immer noch seine Schuluniform trägt und mit meinem Bruder laute Musik hört. Das liegt an den oben genannten Gründen. In einer Zeit, in der die meisten Musiker ihre Relevanz durch ständiges Auftreten erhalten wollten, entschied sich Angus Young für den umgekehrten Weg. Wenn jemand zurückhaltender ist, hat er eine größere Chance, von anderen Menschen erinnert zu werden. Je weniger er sich bemüht, seinen Ruf zu wahren, desto entschlossener scheint die Welt zu sein, ihn an der Abreise zu hindern. Welcher AC/DC-Song hat immer noch den größten Einfluss auf sie? Ist Back in Black der Titel, Highway to Hell
oder etwas Tiefgründigeres? Erinnern wir uns an Angus, indem wir die Musik bewahren, indem wir Ihre Lieblingsmusik in den Kommentaren unten teilen. Wenn Sie der Meinung sind, dass man Legenden ruhen lassen sollte, drücken Sie die Klingel, abonnieren Sie weitere authentische Geschichten aus den Annalen der Rockgeschichte und mögen Sie dieses Video. Auch die stillsten Kapitel sollten gehört werden. Vielen Dank fürs Anschauen. Ein besonderer Dank geht an Angus Young, der mit jedem Riff, jedem Solo und jedem Schrei die Essenz des Rock lieferte.